Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das 2021er Riso & Müller Multi-Charger Touring. Es ist ein Reise-Enduro im Pedelec-Format. Ein Hardtail Cargo Mountainbike mit einem Oldschool Mountainbike-Einschlag. Und heute wollen wir uns mal dieses Fahrrad ganz genau angucken. In diesem Video werde ich euch die ganzen Daten und Fakten zeigen. Ich werde auf die ganzen Details und Features eingehen und da gibt es einige bei diesem Fahrrad. Und dann habe ich auch einen Fahreindruck vorbereitet, den ich euch dann auch zeige. Das wird allerdings nicht das einzige Video sein, in dem dieses Fahrrad einen Auftritt hat, sondern am Ende der Testphase werde ich auch meinen kompletten Eindruck von diesem Fahrrad euch schildern anhand der Radelbande Bewertungsmatrix. Außerdem wird dieses Fahrrad auch noch in dem ein oder anderen Video dazwischen auftauchen. Deswegen abonniert am besten den Kanal, um das alles nicht zu verpassen. Riso Müller sagt, dass das Multi-Charger ein Mid-Tail Cargo Bike ist. Das heißt, wir haben grundsätzlich erstmal ein Fahrrad, das sieht aus wie ein normales Fahrrad, hat dann aber einen extra großen Gepäckträger für die erhöhte Praktikabilität. Der ist aber dann nicht ganz so groß wie bei einem echten Longtail Cargo Bike. Inwieweit das zu irgendwelchen Einschränkungen in der Praktikabilität führt, werde ich in den nächsten Wochen mal herausfinden. Das Rad ist von vorne bis hinten 1,99 Meter lang, wiegt in dieser Ausstattung, ich habe es gerade gewogen, etwas unter 39 Kilo und darf maximal 175 Kilo auf die Waage bringen. Der vordere Gepäckträger darf mit 15 Kilo beladen werden und der hintere Gepäckträger darf mit 65 Kilo beladen werden. Der Retro-Twist ist jetzt bei den Reifen des Multi-Charger, denn das Multi-Charger basiert auf dem Charger und Supercharger von Riso Müller, die mit 28 bzw. 27,5 Zoll Bereifung kommen. Das Multi-Charger greift hier auf Material aus den 90er Jahren zurück, nämlich auf 26 Zoll. Das liegt wahrscheinlich daran, dass 26 Zoll Räder, wenn sie richtig aufgebaut sind, deutlich stabiler sind als 28 oder 27,5. Erstaunlich ist es trotzdem, denn der Rahmen und die Gabel scheinen komplett auf 27,5 Zoll oder bzw. 650B ausgelegt zu sein. In der normalen Version hat das Rad 62 mm breite Schwalbe Supermoto X verbaut. Jetzt in dieser Version mit der GX-Option hat das Rad 57 mm breite Schwalbe Smart Sam Plus. Das Riso Müller Multi-Charger ist ein Pedelec. Wir haben immer den Bosch Performance CX Motor verbaut. Das ist ein 250 Watt Motor mit 85 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Die Kraft wird dann mittels einer Kette von einem 42 Zähne Kettenblatt zu einer 11-fach-Kassette weitergeleitet, 11 bis 46 Zähne, und das ist eine Shimano Deore XT 11-fach-Schaltung. Als Akku kommt entweder ein 500 oder ein 625 Wattstunden Akku zum Einsatz, und hier als Steuerungszentrale gibt es die Option des Purion-Displays, des Smartphone-Hubs oder wie in diesem Fall des neuen Nyon-Displays. Bei den Bremsen haben wir dann Teile von Magura, vorne die MT5 Vierkolbenbremse und hinten die MT4 Zweikolbenbremse, jeweils vorne und hinten mit 180 mm Scheiben. Vorne kommt dann ein kleiner Supernova Mini-Scheinwerfer zum Einsatz und hinten ein Busch & Müller Toplight. Als Kontaktpunkte kommen hier dann die Cane Creek Thudbuster Federsattelstütze zum Einsatz. Da oben drauf sitzt dann ein Selle Royal Look-In Gelsattel und als Griffe kommen ergonomische Griffe von Ergon zum Einsatz. Soweit zu der Ausstattung des Riso Müller Multi-Charger. Bevor wir jetzt gleich auf die Sitzprobe kommen, gehen wir mal kurz auf die Optionen ein, die ihr habt, wenn ihr einen Riso Müller Multi-Charger kaufen wollt. Es gibt das Multi-Charger erstmal in zwei grundsätzlichen Rahmenformen. Einmal in dieser normalen Version und einmal als mixte Version mit einem etwas niedriger angesetzten Oberrohr, sodass man einfacher über das Oberrohr rüberkommt. Und dann gibt es beide Versionen in zwei unterschiedlichen Rahmenhöhen. Einmal in kleiner und einmal in größer. Ich bin jetzt mit 1,96 m, nicht ganz am oberen Ende der Skala des größeren Rahmens. Und das hier ist natürlich auch der größere Rahmen. Das Rad ist jetzt natürlich komplett für mich eingestellt und wir steigen mal auf. Und wir haben zwei Möglichkeiten zum Aufsteigen. Einmal, wir können unser Bein graziell über den Gepäckträger schwingen. Auf der anderen Seite über das 77 cm hohe Oberrohr stampfen. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt sitze ich drauf. Ihr könnt sehen, das Rad ist komplett korrekt für mich eingestellt. Ich habe eine sehr, sehr angenehm sportliche Sitzposition. Die gesamte Geometrie fühlt sich an wie ein relativ modernes Mountainbike. Wir haben einen relativ kurzen Vorbau, einen relativ breiten Lenker, sodass man schön gemütlich sich auf dem Lenker abstützen kann, und der Rücken ist relativ flach.
Natürlich, wenn man so groß ist wie ich, gibt es die Möglichkeit, hier vorne den Vorbau in der Neigung zu verstellen, sodass man etwas höher kommt mit dem Rücken. Man wird aber keine gemütliche, aufrechte holländische Sitzposition bekommen, sondern das ist immer eine sportliche Sitzposition, außer vielleicht, wenn man sehr, sehr klein ist, aber dann muss man sich eventuell relativ weit nach vorne strecken. Beginnen wir mal mit den Details und Features, und zwar mit dem Rahmen des Riso Müller Multicharger. Und wir können hier sehen, wir haben ja ein sehr martialisches Äußeres, ein fettes Unterrohr, wo der Akku verstaut ist. Alle Schweißnähte sehen sehr massiv aus, sehen sehr, sehr dick aus. Und man kann wirklich sehen und fühlen, dass dieser Rahmen sehr, sehr massiv gearbeitet ist. Er besteht komplett aus Aluminium bei allen Versionen. Er ist im Wesentlichen in 2 Farben erhältlich. In der Mixed-Version gibt es den Rahmen in weiß mit schwarzen Gepäckträgern, in diesem Utility Grey mit schwarzen oder diesen Curry-gelben Gepäckträgern. Und hier in der normalen Version gibt es den Rahmen in schwarz bzw. Utility Grey und mit schwarzen Gepäckträgern oder diesen gelben Gepäckträgern. Was mir besonders aufgefallen ist bei diesem Fahrrad, ist die hervorragende Kabelverlegung. Wir haben hier natürlich dieses Kabel und die Leitung, die zu der vorderen Bremse und zu dem Scheinwerfer gehen. Ansonsten ist aber alles hier in den Rahmen geleitet worden. Also das geht hier direkt unter dem Vorbau in den Rahmen rein und verschwindet dann auch komplett im Rahmen. Und wir haben ansonsten danach nur noch an den Austrittspunkten irgendwelche sichtbaren Leitungen. Und das sieht, finde ich, sehr, sehr sauber und sehr, sehr gut verarbeitet aus. Zweites erwähnenswertes Detail sind diese besonderen Steckachsen. Wir haben vorne und hinten Steckachsen nach dem Boost-Standard. Und die hier sind besonders, weil sie sich quasi mit einer Art Mechanismus lösen lassen. Das sind quasi Schnellspanner in Form von Steckachsen. Finde ich ein ziemlich interessantes Prinzip. Q-Lock nennt sich das, hatte ich vorher noch nie gesehen. Aber diese Steckachsen sorgen natürlich für eine hohe Stabilität, sowohl vorne an der Gabel als auch hinten an dem Rahmen. Dann haben wir hier für besonderen Komfort und Geländetauglichkeit auch eine Federgabel von SR Santur verbaut. Und die federt nicht nur, sondern lässt sich, wenn man lange Strecken über Asphalt fährt oder starke asphaltierte Steigungen hat, lässt sich die auch mit einem Hebel blockieren, sodass sie dann nicht mehr arbeitet, was das Ganze gerade auf glatter Strecke doch teilweise deutlich entspannter macht. Dadurch, dass wir hier einen Frontgepäckträger verbaut haben, muss natürlich auch der Scheinwerfer irgendwo anders hin, denn wenn er hier oben montiert wäre, wie bei den normalen Multichargern ohne den Frontgepäckträger, dann würde die Beladung, die hier drauf wäre, den Lichtstrahl natürlich verdecken. Und so kommt er jetzt hier vorne hin. Ist nicht mitgelenkt und wird hier direkt mit einer Schraube an dem Gepäckträger befestigt. Das ist auch sehr, sehr stabil. Den kann man nicht einfach bewegen, beziehungsweise man kann das ganze Rad an dem Scheinwerfer bewegen. Ein weiteres Detail, das die Zielsetzung dieses Fahrrads ein bisschen verdeutlicht, ist die Flaschenhalter-Situation. Denn wir haben Ösen für Flaschenhalter hier, hier und hier und dann nochmal hier oben 2 Stück. Und das Besondere hier sind noch 2 Fabric-Flaschen mit solchen Flaschenhalterösen mitgeliefert worden, sodass ich jetzt 2 neue Flaschen habe, die ich auch brauche, wenn ich so viel sabbel. Interessant ist dann auch die Vorbausituation, denn wir haben hier erstmal eine Begrenzung des Lenkwinkels. Das ist natürlich dann notwendig, wenn hier die Kabel vorne reingehen, damit die nicht abknicken innerhalb des Rahmens. Dann ist dieser komplette Vorbau in der Höhe verstellbar, was selten ist bei integrierten Vorbauten, wo auch eine Displayhalterung mit drin ist. Der hier lässt sich aber in der Neigung verstellen. Das ist ziemlich cool. Und dann hier bei dem Nyren-Display seht ihr dann die Grundplatte, wo das Nyren-Display draufgesteckt werden kann. In den anderen Versionen sitzt dann hier eine Blindplatte. Wenn man hier das Display dann ranstecken möchte, das Nyren, dann ist das auch ganz einfach erledigt und sieht, finde ich, sehr schick aus. Machen wir jetzt aber mal mit dem Herzstück eines jeden Cargo-Bikes weiter, und zwar mit der Ladefläche. In diesem Fall sind es 2 Ladeflächen, eine vorne, eine hinten. Der vordere Gepäckträger ist hier 40 cm breit und etwa 30 cm tief bzw. lang und kann damit auch kleine Kisten, so kleine Euroboxen transportieren und ist groß genug auch für den einen oder anderen Rucksack. Und das Ganze ist sehr, sehr stabil. Der lässt sich mit 15 Kilo beladen, was jetzt erstmal nicht viel klingt, aber
meine Tochter wiegt etwa 15 Kilo. Also die könnte sich hier draufstellen und durch die Gegend kutschiert werden, was ich definitiv nicht empfehlen würde. Aber ziehen wir mal so ein bisschen runter. Und da verwindet sich kaum etwas. Dann ist das Ganze hier mit solchen Bibia-Gummistrapsen ausgestattet, wo man auch allen möglichen Kram drauf verstauen kann. Kleine Gegenstände, kleine Rucksäcke, das funktioniert hervorragend. Die Hauptladefläche allerdings ist dieser Gepäckträger. Und hier haben wir jetzt mehrere Zubehöre verbaut, die man bei der Konfiguration seines Multichargers gleich auswählen kann. Hier ist jetzt das Safety Bar Kit montiert. Das besteht aus diesem Bügel hier aus Aluminiumrohr, einem Sitzpolster, das jetzt allerdings nicht dabei ist, weil ich da normalerweise den Sitz meiner Tochter montiert habe, ein Rückenpolster und dann diese Boards hier unten auf der Seite. Da zeige ich euch gleich auch noch mal ein kleines Detail. Und dann haben wir die Packtaschen, die sind ebenfalls optional und die bieten sehr viel Stauraum. Der Gepäckträger hat eine Länge von 62 cm und hier in dieses Safety Bar Kit sollte mit 40 cm Breite und 60 cm Länge auch eine Eurobox Platz finden. Ob das funktioniert, das zeige ich euch dann im zweiten Video. Der Gepäckträger ist selber ebenfalls in diesem Currygelb matt gepulvert und passt dadurch natürlich hervorragend mit dem gelben vorderen Gepäckträger zusammen. Auf dem Gepäckträger lassen sich dann alle möglichen Dinge verzurren und der ist, denke ich mal, auch gut nutzbar. Wie gut? Das sehen wir dann in meinem zweiten Video über das Riso Müller Multicharger. Gucken wir uns jetzt aber mal die Taschen genauer an. Die Taschen sind hier aus diesem widerstandsfähigen Cordura-Material gearbeitet, also ein Textilmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und auch kein Wasser reinlässt. Zuerst einmal hat diese Tasche mehrere Ebenen. Wir haben hier an der Seite so ein Fach, bei dem man größere längliche Gegenstände verstauen könnte, wie zum Beispiel ein Surfbrett oder was man halt so mitnimmt mit einem Longtail Cargo Bike. Und die Taschen an sich sind schon mal sehr, sehr geräumig. Wenn wir die dann öffnen, hier und hier, dann klappen die auch komplett runter, um sie eben etwas leichter zu beladen und um den Stauraum der Tasche an sich noch mal deutlich zu vergrößern. Wir klappen das jetzt mal wieder hoch und die Tasche an sich kann man mit diesen Clipsen hier oben öffnen. Und dann kann man die so ein bisschen rausklappen. Wir sind dann mit einem Rolltop ausgestattet und hier erwartet einen dann ein Traum in Orange hier drin. Es will nicht so ganz zu diesem Currygelb passen, das ihr dann hier außen seht, aber man fährt ja tendenziell nicht so häufig mit geöffneter Tasche rum. Auf jeden Fall haben wir dann hier so etwas festere Böden, um die Sachen, die hier drin sind, noch mal etwas zu stabilisieren und die Packtasche etwas zu stabilisieren. Und dann haben wir hier eine Netztasche für eine Flasche, dann nochmal eine weitere Netztasche, die mit einem Reißverschluss ausgestattet ist. Nochmal Verschlüsse mit Klett, wo man Dokumente oder Ähnliches lagern kann. Und hier auch nochmal eine, die dann etwas kleiner ist. Also eine sehr, sehr geräumige Tasche. So sieht die Tasche dann von innen aus. Also das ist relativ geräumig. Die Größe wird nur dadurch beeinflusst, dass hier das Ganze relativ flach ist und der Bodenbereich an sich ist relativ klein. Aber es sollte trotzdem genug Platz sein, um größere Einkaufstüten oder andere größere Dinge zu verstauen. Die Tasche abzunehmen ist ein Kampf mit den Elementen, weil wir hier sehr, sehr gut verarbeitete und feste Verschlüsse haben. 4 Stück an der Zahl. Ich werde es jetzt trotzdem schnell mal machen. Wenn die Tasche abgebaut ist, können wir hier nochmal einen weiteren Teil des Safety Bar Kits sehen, nämlich diesen Schutz, damit Kinderbeine oder Ähnliches nicht in die Speichen geraten während der Fahrt. Und dann als weiteres Feature bei diesen Running Boards hier unten ist diese Lasche hier. Die ziehen wir mal ab und klappen das nach vorne und dann können wir das hier wieder so ein bisschen verteuen. Und dann haben wir hier in Verbindung mit diesem Spanngurt eine Möglichkeit, ein kleines Kinderfahrrad zu montieren. Hier kommt das Vorderrad rein, dann wird es hier mit diesem Spanngurt festgemacht und dann kann man das Kinderrad hinter einem herziehen und das Kind kann sich dann hier oben auf der Sitzfläche ausruhen. Wie gut das funktioniert,
Das werde ich euch ebenfalls in dem zweiten Video zeigen. Das sind sie, die Daten und Fakten, Details und Features zum 2021er Reso Müller Multicharger Touring. Ich finde, das ist ein Rad, das echt vollgepackt ist mit kleinen Details und Features. Ich bin gespannt, wie das halt im Alltag sich nachher bewährt. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie das Fahrrad sich fährt. Wir machen jetzt einmal die Testfahrt des Multicharger von 2021. Ich mache das, bevor ich den Kompletteindruck filme. Und das hier ist das Setup. Ich habe das Fahrrad natürlich, mein Rucksack ist hier vorne drauf und dann habe ich hier eine meiner großen dicken Kiestaschen und hier eine meiner großen dicken Kiestaschen. Also das sind etwa so 35 bis 40 Kilo Beladung hier hinten drin. Hier ist auch noch mein 5 Kilo Schloss drin. Also wir haben eine ganz gute Beladung. Der Rucksack an sich, der ist jetzt leer. Also der wird hier vorne nicht so viel Einfluss nehmen auf die Gewichtsverteilung. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, wie groß hier dieser Frontgepäckträger ist. So, wir starten jetzt im Turbomodus, kleinster Gang und mal gucken, wie das Ding jetzt beschleunigt. Ja, da waren wir relativ schnell bei 25 km/h. Das ist bei dem starken Motor überhaupt kein Problem. Und auch die Kettenschaltung ist natürlich richtig schön effizient. Jetzt hier bei 25 oder 26 km/h sogar cruise ich so ein bisschen, habe eine angenehme Trittfrequenz und ich kann hier auch sehen, wie die Leistung verteilt ist, wie viel Watt ich gerade selber trete, 127. Ich glaube, der Turbo-Modus, den brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ich schalte mal in den Sportmodus. So, jetzt bei den Wallanlagen ein bisschen Offroad unterwegs und hier merkt man gleich, dass die Federung gut arbeitet und natürlich auch bei dem Gewicht, das hinten drauf ist, auch die Reifen eine ganz gute Federungswirkung haben. Ich kann hier relativ unbehelligt hier über den Schotter fahren. Und wir fahren jetzt mal hier links hoch, rechts. Und das ist nämlich sehr, sehr steil. Mal sehen, wie der Motor das mitmacht. So, 400 Watt Eigenleistung. Da muss man dann auch selber relativ viel machen. Ist aber mit dem Motor kein Problem. Schaffen wir die Rampe auch noch? Was meint ihr? Da versuchen wir es mal, ne? Tatsächlich. Ohne Probleme hochgekommen. Jetzt nur noch die nächste Frage, komme ich auch wieder runter. Da sind jetzt natürlich auch so ein bisschen Mountainbike-Skills erforderlich, die ich nicht so sehr habe. Obwohl, geht doch, ne? Der ist durchaus in der Lage, solche Steigungen auch zu meistern. Und es hat sich auch so angefühlt, als sei er in der Lage, längere solcher Steigungen zu meistern. Das scheint ihn vor keine größeren Probleme zu stellen. Wenn man ausweichen muss, dann hängt das Heck so ein bisschen hinterher. Jetzt über der Schotter ist natürlich auch das Grippenniveau noch ein bisschen geringer. Da fahren wir jetzt auch noch mal runter. Gehen wir mal über so ein paar Kanten. Und probieren mal die Bremse aus. Die ist kräftig, die ist ausreichend kräftig. So, wenden wir mal kurz. Wir drehen uns mal kurz um. Und das ist natürlich der Vorteil an so einem Longtail. Man kann wirklich auf engstem Raum wenden. Wir beschleunigen jetzt gleich mal auf 25 km/h und dann bremsen wir mal auf 0 zurück. Oh, zu hoher Gang. Ui, Kamera fast mitgenommen. So, 25 und da vorne wird gebremst und jetzt. Ja, also das Hinterrad ist deutlich gerutscht, vorne nicht. Vorne ist die Federgabel stark eingetaucht, hat dadurch das Gewicht aufs Vorderrad erhöht und dadurch für eine gute Bremsleistung gerade am Vorderrad gesorgt. Hinten ist ein bisschen gerutscht und ich hatte jetzt insgesamt einen Bremsweg von etwa 2,50 Meter aus 25 km/h. 2,20 Meter. Das Rad ist angenehm wendig, das konnte man jetzt hier sehen bei der Durchfahrt. So, und jetzt hier fährt es sich ganz normal wie ein normales Pedelec. Der Performance CX Motor macht so seine Performance CX Geräusche. Und es erstaunt mich immer wieder, wie schnell man von 0 auf 25 ist. Die Kettenschaltung macht auch einen tierischen Spaß durchzuschalten. Es ist natürlich die Frage, wie lange sie hält, wenn man wirklich so unter Feuer schaltet. Ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen zurückzunehmen, damit ich nicht die ganze Zeit bei vollem Druck
auf die Kette hochschalte. Der Freilauf hat ein sehr angenehmes, lautes Geräusch. Wir fahren jetzt gleich hier die Engelsgrube hoch. Das ist tatsächlich sehr angenehm, sehr wenig Bewegung am Lenker. Aber ich kann hier einfach bei knapp 25 km/h hochfahren. 175 Watt meine Leistung. Ja, berghoch kann das Fahrrad wirklich super. Kopfsteinpflaster kann es wirklich super. Fahren wir mal Treppen runter. Das ist schon lustig. Ich mache das, damit ihr das nicht machen müsst. Solche Sachen sind natürlich auf eigene Gefahr. Riso Müller gibt das Rad nicht für solche Späße frei. So, Disclaimer. So, jetzt macht ihr das natürlich nicht mehr, sondern nur ich. So, und wir testen jetzt noch mal kurz die Wendigkeit. Diese Stelle sollte euch eventuell bekannt vorkommen. Ja, das sind so Sachen, die bekommt man mit einem Long John nicht so einfach hin. Hier mit dem Long Tail ist das kein Problem. So, soweit zu meinem Fahreindruck. Jetzt kommen wir mal zu den Preisen und zum Fazit. Die Version Touring Lite startet bei 4.499 €. Die Touring-Version bei 4.799 €. Die Version mit der Enviolo startet bei 5.199 €. Genau. Und die Version mit der Rohloff bei 6.699 €. Mein Testrad hat jetzt in diesem Fall mit dieser Ausstattung, die ihr jetzt gerade gesehen habt, 6.028,20 € gekostet. Beziehungsweise hat mich nicht gekostet, aber kostet 6.028,20 €, wenn ihr das genauso konfiguriert. Ja, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Rad. Nicht unbedingt ein richtiges Full-on Cargo-Bike, sondern eher eine Mischung zwischen einem normalen Fahrrad und einem Cargo-Bike. Versucht so das Beste beider Welten miteinander zu verbinden. Ich bin mal gespannt, was ich in den nächsten Wochen mit diesem Fahrrad erleben werde. Ihr werdet es auf jeden Fall miterleben. Ja, was haltet ihr von dem Riso Müller Multicharger? Wäre das ein Cargo-Bike, ein Alltagsrad für euch? Was würdet ihr vermissen? Was findet ihr besonders gut an diesem Fahrrad? Sagt es mir einfach unten in den Kommentaren. Stellt mir auch Fragen, wenn ich auch irgendwas beachten soll, was ich dann in dem nächsten Video noch einmal ansprechen oder noch einmal zeigen soll. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.